Hallo meine Lieben, ich nehme dieses Intro jetzt bestimmt schon zum 5. Mal auf, weil ich irgendwie nie so richtig zufrieden mit dem Ergebnis bin und wir versuchen es jetzt nochmal. Vielleicht kennen das auch ein paar YouTube-Kolleginnen, dass gerade der Anfang von dem Video immer der schwerste ist und wenn man das einmal drin hat, dann läuft der Rest, aber der Anfang, der fällt mir manchmal so richtig schwer. Also wir fangen jetzt nochmal an. Herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, beziehungsweise ich freue mich auch, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid. Ich war jetzt eine Zeit lang weg und das ist auch der Grund, warum es mir so schwer fällt, dieses Intro zu machen, weil ich nicht so wirklich weiß, was ich euch erzählen soll, warum ich so lange weg war und eigentlich müsste ich es ja auch nicht. Aber ich möchte mich bei euch bedanken, weil mir so viele von euch immer so viele liebe Genesungswünsche dalassen und auch nachfragen, wie es mir geht und sich dafür interessieren. Und letztendlich teile ich nicht viel Persönliches von mir, aber so richtig trennen kann ich diesen Kanal von mir als Person ja auch nicht. Deswegen, ja, ich hatte ja eine Operation im Mai und es ist nicht die erste Operation, die ich hatte in den letzten Jahren, sondern, lass mich nicht lügen, war es jetzt die 6. Operation. Und ich habe eine wirklich lange, schwere Zeit hinter mir, die leider auch noch nicht zu Ende ist. Ich habe eine Schmerzgeschichte, eine chronische Schmerzgeschichte, die seit 6 Jahren anhält und ich habe 24/7 Schmerzen seit 6 Jahren. Und diese Schmerzen habe ich im Rücken, im ganzen Beckenbereich und auch in der Leiste und die sind von Jahr zu Jahr schlimmer geworden. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, diejenigen, die schon von Anfang an dabei sind, wissen, dass ich YouTube begonnen hatte, weil ich an Krücken war, aufgrund von Hüftoperationen, die ich gehabt habe. Und deswegen hat das wahrscheinlich auch was Gutes zustande gebracht, weil ich hätte diesen YouTube-Kanal nie eröffnet, wenn ich eben diese Schmerzen nicht gehabt hätte. Denn ich war krankgeschrieben und habe ein Ventil gesucht und habe dieses Ventil im Stricken gefunden. Das heißt, das Stricken hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Es ist die Beruhigung meines Nervensystems, weil mein Nervensystem ist dadurch, dass ich Dauerschmerzen habe, einem ständigen Überreiz. Und das Stricken, viele von euch werden das kennen, hat was ziemlich Meditatives. Das heißt, ich komme extrem runter, wenn ich stricke. Und deswegen mache ich es auch sehr exzessiv. Und ich würde schon sagen, manchmal mache ich es sogar recht ungesund, weil ich eben so viel stricke. Und das hat eben mit meiner Schmerzgeschichte zu tun. Jetzt ist es so, dass sich herausgestellt hat, nach all den Jahren, dass meine Schmerzen von den Operationen nicht besser wurden. Und ich habe mich weiter auf die Suche gemacht, weil ich wusste, diese Hüftgeschichten, die man bei mir gefunden hat, man hat eine Hüftdysplasie bei mir gefunden und diese operiert mit sehr schweren Operationen, die sehr lange Heilungsphasen mit sich gebracht haben, dass ja, es muss noch irgendwas anderes sein, was meine Schmerzen verursacht, weil die können ja nicht einfach so da sein. Und jetzt kam es so, dass sich das alles verschlimmert hat im letzten Jahr noch. Ich bin ja umgezogen im März und nochmal umgezogen im März. Also ich bin dieses Jahr umgezogen im März, letztes Jahr umgezogen im März. Und in der Zeit hat sich einiges ergeben. Nämlich bin ich letztendlich in eine Spezialklinik gegangen für Endometriose, weil ich irgendwann diesen Verdacht ganz stark hatte, dass meine Schmerzen vielleicht von Endometriose kommen könnten. Viele kennen diese Krankheit nicht, was erschreckend ist, weil sie jede 10. Frau betrifft. Falls ihr sie nicht kennt, dann googelt das bitte mal und informiert euch mal kurz grob darüber, weil Endometriose ist ein Chamäleon und ist bei vielen verantwortlich für Schmerzen, die irgendwie keine Ursache haben, angeblich, ja. Also Endometriose macht Schmerzen, die sich bei jedem irgendwie so ein bisschen anders zeigen. Und deswegen ist es so schwer, das zu diagnostizieren. Und es lässt sich nur durch eine Operation diagnostizieren. Diese Operation hatte ich im Mai. Und das war ganz schön hart, weil ganz schön viel gefunden wurde. Also ich hatte
ganz schön viele Verwachsungen in meinem Bauch und ja, vieles hat einfach die Schmerzen erklärt, die ich die ganze Zeit habe. Und diese Heilungsphase, die ist nicht einfach für mich, weil ich eben schon so ein so sehr sensibles Nervensystem habe und diese Dauerschmerzen, die gehen nicht einfach weg von heute auf morgen. Die gehen nicht weg, nur weil man jetzt die Ursache operiert hat. Dafür ist das Schmerzgedächtnis da an der Stelle zu hoch. Und das ist der Grund, warum ich sehr wenig Energie habe, warum ich immer noch sehr viel Schmerzen habe und warum ich oft nicht das machen kann, was ich gerne machen möchte, nämlich am liebsten den ganzen Tag stricken und hier Videos drehen. Ich habe, wie gesagt, länger darüber nachgedacht, ob ich das überhaupt mit euch teilen möchte, ob es überhaupt auch jemanden interessiert so richtig. Aber ja, wie gesagt, ich werde da jetzt nicht extrem in die Tiefe gehen. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu sagen. Aber ja, so ein bisschen sensibilisieren ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und was halt so irgendwie so krass ist an der Sache ist, dass es so viele Frauen gibt, die nicht ernst genommen werden und die im Stillen leiden und Schmerzen haben. Und ihnen wird gesagt, von wegen, ja, das bildest du dir ein oder das kann gar nicht sein. Das wurde mir nämlich auch schon öfter gesagt, das kann gar nicht sein, dass sie so schlimme Schmerzen haben. Wo sollen die denn herkommen, ne? Ja, letztendlich ist es so, dass eine Endometriose bei vielen Frauen sehr, sehr starke Regelschmerzen macht. Und das ist aber nicht immer so. Und bei mir war das eben nicht so. Und das heißt, dass das Hauptmerkmal für eine Endometriose bei mir nicht vorhanden war und ich deswegen all die Jahre gedacht habe, naja, dann werde ich das halt auch nicht haben. Und das war halt ein Trugschluss. Und wenn es bessere Aufklärung gäbe, dann wäre ich in diese Falle nicht getappt. Das heißt, hätte ich vielleicht schon vor 3 Jahren, als ich das erste Mal meine Frauenärztin darauf angesprochen habe, ob ich diese Krankheit haben könnte, hätte sie ehrlich geantwortet, nämlich, dass sie es gar nicht sagen kann, anstatt mir zu sagen, nein, 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 das haben sie nicht. Das ist nämlich eine Trendkrankheit, hatte sie es damals genannt. Dann wäre ich heute vielleicht schmerzfrei, ja? Weil das hinterlässt natürlich Spuren im Körper. Mein Körper hat sozusagen 6 Jahre lang gegen das, was da los war, in meinem Bauch angekämpft. Viele von euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, ja, aber warum machst du trotzdem so viel und wie kannst du überhaupt so viel schaffen? Weil diese Nachricht kriege ich tatsächlich des Öfteren und meine eigene Mutter stellt sich diese Frage auch öfter mal. Und die Antwort ist einfach, naja, ich versuche irgendwie mich über Wasser zu halten und das funktioniert dadurch, dass ich das mache, wofür ich brenne und was ich liebe. Und das ist bei mir schon immer die Kreativität gewesen. Früher war es das Malen und Zeichnen und heute ist es halt eher das Stricken und natürlich auch die Kombination hier mit YouTube und Social Media und dieses Anleitungsschreiben, Berechnen und so. Diese ganze Kombination ist wie gemacht für mich, weil ich ein Medienkind bin. Ich habe ja Medieninformatik, Online-Medien studiert und sozusagen fühle mich einfach zu Hause in dieser Welt. Und das kombiniert mit dem analogen Handwerk ist einfach unfassbar toll. Und ja, deswegen mache ich diesen Kanal. Deswegen liebe ich es, neue Designs zu entwerfen, Anleitungen zu schreiben. Ich liebe es, mich mit neuer Wolle auseinanderzusetzen. Da werdet ihr auch auf jeden Fall einiges zu sehen bekommen noch. Denn ich war zwar hier auf YouTube in der letzten Zeit nicht wirklich aktiv, aber das heißt nicht, dass ich nichts gemacht habe. In diesem Video werdet ihr nicht sehen, was ich fertig gestrickt habe in der letzten Zeit. Das kommt im nächsten Video, denn heute gibt es eine Sonderfolge. Und das Ding ist, ich habe nächste Woche Urlaub. Heute ist Samstag und ich habe die komplette nächste Woche frei. Ich möchte im Prinzip eine Art Neustart. Und was das genau bedeutet, das werde ich euch jetzt erstmal erklären müssen. Denn ich habe ja in der letzten Zeit, dadurch, dass es mir halt nicht gut ging, nicht so viel gestrickt wie sonst. Aber
Ich habe auch so ein bisschen mich konfrontiert gefühlt mit den Dingen, die ich so angefangen habe und noch nicht fertig gemacht habe, also meinen UFOs. Und das liegt daran, dass ich gar nicht die Kapazität dafür hatte, so viele neue Dinge anzufangen. Ich habe ein paar fertige Sachen, die zeige ich euch dann im nächsten Podcast. Aber für die Zeit, wenn man sich das so anguckt, wie viel Zeit ich eigentlich hatte, habe ich extrem wenig geschafft. Und ich bin der Meinung, ich habe die Dinge auch nicht wirklich gut gemacht, weil ich eben nicht auf der Höhe war. Wir werden übrigens sehen, wie es jetzt in den nächsten Wochen läuft. Ich hoffe besser, aber keine Ahnung, bei mir ist es eine Achterbahnfahrt, ein Auf und Ab. Ich hoffe einfach, dass ich im Urlaub zu ganz viel komme. Drückt mir einfach die Daumen. Und deswegen gibt es heute eine Tabula Rasa-Folge. Ich werde euch jetzt alle VIPs beziehungsweise vor allem alle UFOs zeigen, die ich habe. Alle. Und es sind insgesamt 22 Projekte. Und ich möchte das ein bisschen noch weiter erklären, denn ich werde nie eine monogame Strickerin sein. Dafür bin ich einfach zu kreativ und bei mir verknüpft sich Kreativität auch so ein bisschen mit Chaos. Das darf auch nicht zu viel werden, aber so ein bisschen Chaos brauche ich, ja. Das heißt, ich werde immer mehrere Projekte gleichzeitig haben. Das Problem ist, in den letzten 3 Jahren hat sich aber immer wieder was angesammelt. Lass es nur so 1, 2 Projekte pro Saison gewesen sein und die sind von Jahr zu Jahr dazugekommen. Das Problem ist, dass die irgendwann so alt geworden sind, dass ich die halt auch nicht mehr weiter gestrickt habe. Das bedeutet, ich werde heute gnadenlos aussortieren, ich werde heute gnadenlos ribbeln. Und bevor ich das mache, werde ich euch aber alle Projekte zeigen. Ich will dazu aber noch sagen, dass das nicht bedeutet, dass diese Strickstücke, dass da irgendwas verkehrt mit ist, ja, sondern das bedeutet einfach, dass sie in Vergessenheit geraten sind und wir kennen das ja alle, irgendwie, ja, dieses Dopamin, was ausgeschüttet wird, wenn man ein neues Projekt anfängt, ne? Da ist man ja erstmal so total gehypt und fokussiert auf diesen Neuanschlag. Im Prinzip so lange, bis man zur Runde geschlossen hat, zumindest wenn man von oben nach unten strickt und dann lässt das Ganze irgendwie wieder so ein bisschen nach, ne? So geht es mir ganz oft. Das heißt, ich habe wirklich viele Sachen, die wirklich nur angefangen sind. Ich habe auch ein paar Sachen, die schon weiter fortgeschritten sind. Aber letztendlich ist es so, dass ich es realistischerweise niemals schaffen werde, alle diese Projekte zu beenden. Das würde nämlich bedeuten, dass ich für den Rest des Jahres nichts Neues mehr anschlagen darf. Und dann ist das Hobby ja irgendwie so ein bisschen sinnfrei, wenn ich mich einfach nur durch Projekte zwingen sollte. Und letztendlich ist ja auch die Frage, geht es einem wirklich um den Strickprozess, geht es einem um das fertige Produkt oder was hält einem so wirklich am Stricken, ne? Und bei mir ist das irgendwie eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also mir macht das Stricken natürlich selbst Spaß, aber mir macht vor allem auch das Konstruieren Spaß, ne? Und sobald es zu einem Projekt kommt, dass es nur noch glatt rechts irgendwie in Runde geht, dann ist es bei mir so, dass ich mich eher zwingen muss. Und das ist leider eigentlich immer so. Und von daher zwinge ich mich oftmals einfach, um ein Projekt fertig zu bekommen, weil ich das fertige Ergebnis haben möchte. Jetzt ist es so, dass wir als Vielstricker so viele Projekte haben, dass wir aber gar nicht darauf angewiesen sind, dass die alle wirklich fertig werden. Das heißt, ich möchte heute dazu aufrufen, dass wir uns von Altlasten trennen. Denn ich erhoffe mir so ein bisschen damit, dass das meine Kreativität auch wieder so ein bisschen ankurbelt, dass es mich von Altem befreit, vielleicht ja auch irgendwann von alten Schmerzen. Und ja, ich in neue Regionen eintauche und irgendwie das Gefühl habe, ich komme voran. Und das brauche ich gerade sehr, denn ich möchte gerne in meiner Urlaubszeit ein neues Design anfangen. Und zwar wird das ein Design aus der Silent Lines Reihe sein. Ich habe ja das Silent Lines Top, ich blende es ein, vor kurzem veröffentlicht. Da wir ja am Ende des Sommers sind und ich ein bisschen spät dran war mit der Anleitung, habe ich einen Rabatt eingestellt und zwar gilt dieser Rabatt für Anleitungspakete. Guckt mal auf meiner Website vorbei, da gibt es 6 €
mit dem Code Silent Lines auf Anleitungspakete für das Silent Lines Top. Das heißt, es gibt das Originalgarn, die Silky Merino, dann in Kombination mit der Anleitung, und ihr kriegt die Anleitung dann fast umsonst. Die kostet ja 7,50 € und ihr zahlt letztendlich dann 1,50 € nur für die Anleitung, wenn ihr die Originalwolle dazu kauft. Und ich muss mal gerade in meinem Schrank gucken. Ja, es sind auch noch alle Farben da, glaube ich. Nicht mehr so viel von allen, aber es gibt noch ein bisschen was. Also falls ihr noch Lust habt auf einen Sommerstrick, dann greift jetzt zu, denn es wird die Wolle jetzt erstmal nicht mehr geben. Ich werde mich jetzt auf eine neue Garnqualität fokussieren. Die werde ich euch aber auch im nächsten Podcast vorstellen. Und da wird es auch eine neue Farbpalette geben. Da freue ich mich schon sehr drauf, denn das wird diesmal eine etwas mehr Basic-Reihe werden. Das heißt, es wird so Herbst-Wintertöne geben, die wahrscheinlich für die breite Masse auch gut geeignet sind, weil ich habe mich ein bisschen so satt gesehen an diesen frühlingshaften Farben, ehrlich gesagt. Und ich brauche jetzt mal langsam so ein bisschen was anderes. Wie gesagt, dazu aber mehr im nächsten Podcast. Und ihr könnt das Silent Lines Top aus meiner Silky Merino aber auch sehr gut für den Herbst stricken. Ich werde meine Tops sicherlich auch im Herbst tragen mit einem Cardigan darüber. Wir brauchen sowieso viel mehr Sachen zum Layern, finde ich. Und dass man dünnere Sachen hat, die man eben übereinander tragen kann. Und deswegen trage ich heute zum Beispiel auch meinen Sevela Sweater. Das ist der aus einem Fingering-Garn gestrickt wird mit diesem schönen Lace-Muster, aber auf sehr lockere Nadeln. Ihr seht hier nämlich auch ein bisschen meinen Top unten drunter. Und das ist das perfekte Übergangsteil. Ich trage es jetzt heute das erste Mal seit dem Sommer, weil jetzt heute irgendwie wir nur noch 18, 20 Grad haben gerade. Und da hole ich dann wieder mein Sevela Sweater raus. Das heißt, in dieser Richtung wird es auch in Zukunft mehr Designs geben, nämlich dünnes Garn, lockere Maschenprobe, einfach Dinge, die man gerne trägt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen jetzt endlich mal anfangen mit den Projekten. Ich habe hier, wie gesagt, 20 Projekte um mich herum liegen. Und ihr werdet jetzt auch Designs zum Beispiel von mir sehen, die es nie geschafft haben, weil ich dann irgendwie doch nicht überzeugt von ihnen war. Ihr werdet aber auch einfach random Sachen sehen. Also ich fange einfach mal an. Wir beginnen mit einem Pullover von Sari Nordlund. Und das ist eigentlich keine Pulloveranleitung, sondern eine T-Shirt-Anleitung. Und das T-Shirt habe ich auch schon mal gestrickt. Das ist das Saltwind Tee. Und ich hatte hier angefangen, aus Drops Bell-Resten eine Pullover-Version zu stricken. Ihr seht, ich bin auch noch nicht wirklich weit. Und das gefällt mir an sich auch total gut, ja. Also das ist halt auch das Problem, wenn ich die Projekte dann in die Hand nehme, und ich hatte das wirklich schon sehr oft wieder in der Hand, dann denke ich wieder so, ja, mach das doch einfach, das ist toll. Toller Sommerpullover. Aber letztendlich, wenn man einmal dieses Teil zu lange weggelegt hat, dann wird man es nicht mehr beginnen. Und ich habe hier zum Beispiel ein Kabel drin, das ist ein Xiaogu Red Lace Kabel, das ich gut gebrauchen könnte für Projekte. Das heißt, das hier ist ein Projekt, das geribbelt wird. Das tut auch nicht so weh, da ich noch nicht so viel dran gestrickt habe. Und falls mich der Rappel packt und ich sage, hey, das ist es, ich will es haben, dann kann ich dieses kleine Stück auch schnell wieder an einem Tag stricken. Und ja, wir befreien uns von Altlasten, deswegen Saltwind Tee kommt auf den Ribbelhaufen. Ich werde übrigens 3 Haufen machen. Der erste Haufen wird auf jeden Fall geribbelt. Der zweite Haufen, ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Es wird sich zeigen in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche, ob das Teil überleben wird. Und die dritte Kategorie, ich werde auf jeden Fall weiter stricken. Das zweite Projekt ist ein eigenes Design von mir, und zwar ein sehr altes Design. Es ist das zweite, glaube ich, das ich jemals rausgebracht habe. Und zwar ist das mein
Top-Design Lilly-Camisole. Und das lässt sich wirklich schlecht zeigen. Das ist dieses Top mit dem Schmetterlingsmuster. Und ich habe hier ja theoretisch schon zur Runde geschlossen, also ganz knapp. Und das ist gar nicht so wenig Strickzeit, was da jetzt drin steckt, weil das auf 2,5 mm gestrickt wird aus der Tynline in der Farbe Erdbeere, irgendwas, Erdbeersorbet. Es ist auf jeden Fall der Erdbeerton. Und der Grund ist bei mir ganz oft, dass ich Dinge liegen lasse, weil sich die Saison verändert. Und hier war das auch so, der Sommer war vorbei und dann kam ganz plötzlich der Herbst. Das ist ja irgendwie auch von heute auf morgen gefühlt so, im Moment auch. Ich habe von heute auf morgen meine Lust an Sommerstrick verloren, weil es hier plötzlich von 35 Grad auf 25 Grad plötzlich runtergegangen ist. Und plötzlich, ja, es ist dunkel, es ist irgendwie gar nicht mehr so warm, es regnet und jetzt will ich Herbst. Und genauso war das da auch. Keine Lust mehr auf dünne Nadeln und auf Sommerstrick. Ja, und das habe ich jetzt lang genug mit mir rumgetragen. Das waren jetzt dann 2 Jahre. Ich habe es auch letzte Saison nicht weiter gestrickt und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich noch genauso gleich stricke überhaupt. Ob ich wirklich noch die gleiche Maschenprobe haben würde. Wahrscheinlich schon. Ich glaube nicht, dass ich mich so stark verändert habe, aber ich weiß es theoretisch nicht, weil das schon 2 Jahre alt ist. Also, das wird geribbelt. Das heißt nicht, dass ich mein Design nicht nochmal stricken möchte. Sehr gerne. Auch die Farbe ist immer noch toll. Aber es hängt mir immer im Nacken und ich werde es dieses Jahr nicht mehr stricken. Seien wir realistisch, also kommt's weg. Wie befreiend. Kommen wir zu einem Design, das ihr noch gar nicht kennt und ich wahrscheinlich auch nie vorhatte, euch zu zeigen. Eigentlich sehr schön. Und zwar ist das eine Balaklava aus meiner Celestine-Reihe. Das habe ich gestrickt im Winter. Das war auch wieder kurz bevor der Frühling kam. Ich habe jetzt hier eine Haarklammer drin, deswegen lässt sich das jetzt nicht so gut zeigen, aber im Prinzip fehlt hier nur noch ein I-Cord außenrum und dann ist da eigentlich eine hübsche Balaklava draus entstanden. Das Problem ist, nee, ich fühle es nicht. Es ist eigentlich ganz schön, ja, und es hatte auch einen praktischen Nutzen, weil ich eben sowas auch wirklich brauche eigentlich. Aber ich fühle es einfach nicht. Manchmal ist es so. Irgendwie fühle ich es nicht. Und es liegt jetzt halt schon so lange da und ich habe keine Lust, das weiterzumachen. Mir fehlt wirklich nur noch hier ein I-Cord und dann halt die Bändel sollen auch ein I-Cord werden. Und das ist so ein Projekt, da habe ich wirklich lange überlegt und wie bei vielen Projekten, die ich immer wieder in die Hand nehme und sage, ja, irgendwann machst du das fertig. Aber habe ich nicht. Und obwohl es fast fertig ist. Das Ding ist, das ist ein ganz teures Garn. Das ist Cardiff Cashmere Classic, zusammengehalten mit Cardiff Prime, also dem Cashmere Beilauffaden mit Seide. Und das ist viel zu schade, dass es hier ewig rumliegt. Das heißt, das hier wird geribbelt und da wird was, vielleicht ein T-Shirt draus. Vielleicht ein Poly-Tee. Könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, das wird von der Maschenprobe gut passen. Das hat ja, ich weiß gar nicht, 25 Maschen, 24? Ich glaube 24, 25 Maschen. Und da würde ich wahrscheinlich mit hinkommen. Bin ich mir aber gar nicht sicher. Nee, wobei, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, mit dem Beilauffaden zusammen, ich müsste wahrscheinlich das Cardiff Cashmere allein verstricken. Ich weiß es noch nicht, aber aus dem Kaschmir-Projekt sollte irgendwie was werden, wo man auch von überzeugt ist, weil es einfach ein tolles, weiches Garn ist und ich werde irgendwas anderes draus machen. Das heißt, schweren Herzens wird es auch geribbelt. Okay, weiter geht's. Auch noch mal ein Design von mir. Und zwar
der Sevela Scarf. Das war ja auch so ein Spontanprojekt von mir, was sich ja wieder gezeigt hat, dass die Spontanprojekte echt, ja, mir immer am besten eigentlich gefallen, weil ich da gar nicht zu viel überlegt habe, sondern einfach eine Idee habe und sagte, ja, das passt. Ne? Und da habe ich im Prinzip, also das ist das gleiche Muster wie hier bei dem Sweater, nur halt hier natürlich ungeblockt, deswegen sieht das nicht gut aus. Und da habe ich den Schal in der dünnen Variante schon mal gestrickt. Also es gibt 2 Breiten und ich habe ihn in der schmalen Breite gestrickt damals. Und in der Anleitung gibt es aber auch die andere Breite. Das heißt, der ist breiter, aber kürzer, weil das wird alles immer aus einem Strang Wolle gestrickt. Und das ist die Wolle hier dazu. Das ist auch eine ganz tolle Qualität. Die habe ich gekauft bei Fiber Passion. Und das ist, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Das ist knapp 70% Seide ist da drin und der Rest ist irgendwie Alpaka. Also das ist so eine ganz tolle Qualität. Die heißt irgendwie bei jedem Handfärber anders. Das ist diese Curly, ne, ihr wisst, was ich meine. Notfalls guckt mal in der Anleitung rein. Ja, hierzu werde ich euch ein Foto einblenden, weil das kann ich ja nicht wirklich zeigen. So, dieser Scarf, den möchte ich weiter stricken, denn ich brauche sowas und ich finde ihn sehr schön und die Qualität ist top und es ist ein Strang. Da muss man sich einfach mal hinsetzen und sich die Zeit nehmen und das möchte ich auf jeden Fall. Diesen Herbst möchte ich das stricken, weil heute war ich nämlich draußen und habe gedacht, oh, du hättest einen Schal anziehen können. Und das war das erste Mal diesen Sommer, dass ich das dachte, weil es so windig und irgendwie schon kalt war. Wo wir bei dem Thema Schals sind, ich habe hier noch ein älteres Teil und zwar habe ich mir die Wolle dafür gekauft auf dem Backnanger Wollfest, aber es war nicht letztes Jahr, es war vorletztes Jahr. Ja, das heißt, es ist schon ein älteres Projekt und das ist der Emi-Scarf von Sienchens, beziehungsweise nicht so richtig, weil ich habe die Anleitung nicht. Es ist halt einfach nur ein Patentschal, ganz einfach hochgestrickt mit diesen Pailletten drin. Und das ist so ein Wackelkandidat bei mir. Die Sache ist, also ich zeige euch erstmal das Garn. Das ist hier das von Wollehalle. War, glaube ich, Wollehalle, ne? Das Garn, Paillettengarn und zusammengehalten mit hier, das ist Suri Deluxe von Zauberkunstgarne, habe ich gekauft damals. Das war ja total gehypt. Und das Problem an der Sache ist, ich hasse Patentstricken. Da werdet ihr nachher noch ein anderes Projekt sehen, das mir noch das Genick brechen wird, weil ich das nicht abbrechen kann. Bei diesem Projekt könnte ich es, aber das Problem ist, was mache ich dann mit dem Garn? Also was mache ich mit diesem Paillettengarn? Also da kann ich ja nicht viel anderes draus machen. Ich habe ja einmal einen Silvester-Pullover designt und gestrickt aus diesem Paillettengarn, aber ich habe ja auch nur eine Krone. Das würde dafür gar nicht reichen. Man braucht nämlich 2 Kronen für den Pullover. Ja, also eigentlich ist eigentlich schon cool, ne? Wenn man ich habe auch einen beigen Mantel, der sehr schlicht ist und dann so ein Glitzerschal dazu im Winter. Ja, also das kann ich noch nicht aufgeben. Vor allem, weil, entschuldigt, jetzt hat es mir in den Rücken gezogen. Vor allem, weil es jetzt auch nicht so ein Riesen-Act ist, ne? Ich werde auch wahrscheinlich keinen so ewig langen Schal hinkriegen. Ja, unsicher. Das kommt auf den Vielleicht-Stapel, weil ich muss es realistisch sehen. Ich muss mal gucken, wie lege ich denn das jetzt hin. Oh Gott, aua. So, das kommt jetzt hier vor mir. So,
Vielleicht, ne? So, wir machen weiter mit einem Resteprojekt. Das ist eine Musselburgh Head aus Restegarnen. Und nee, nee, das ist wirklich so ein, das ist ein Merino-Garn von Knitting for Olive. Da habe ich mal ein Zopfpullover draus gestrickt von Sari Nordlund. Weiß nicht mehr, wie er heißt. Und das ist so ein Rest Stellina dazu. Den habe ich, glaube ich, in meinem Füchslein verstrickt von Nana. Ja, nee, das wird gerippelt, weil das sieht auch nicht aus irgendwie und fühle ich jetzt auch nicht. Und irgendwie bei der Wolle ist es dann auch nicht so schade, weil es ja eh so ein kleiner Rest ist. Ich weiß gar nicht, ob es reichen würde. Wahrscheinlich schon, aber naja. So, kommen wir zu einem Projekt von Kutu Wakika und das ist aus ihrem Buch. Ich hole es mal kurz. Das ist aus diesem Buch, Knits to Wear. Und das Problem an diesem Projekt ist, ich bin ja nun wirklich noch nicht weit gekommen. Und das liegt daran, dass mir die Konstruktion eigentlich gar nicht gefällt. Der Pullover heißt Simple Things und ja, der Name ist Programm. Hier, Simple Things, das ist er. Den finde ich an sich nicht schlecht, ne? Ist einfach gehalten. Das Problem, das ist ein ganz einfacher Drop-Shoulder-Pullover ohne Short Rows im Nacken. Und da habe ich angefangen und irgendwie schon, ich habe hier jetzt ja 10 Reihen gestrickt, da habe ich schon gedacht so, hä, nee, das macht ja auch keinen Spaß. Irgendwie ist die Wolle dafür zu schade. Das ist nämlich eine Wolle von Olivia and Oliver Fibers. Und zwar ist das eine der ersten handgefärbten Wollen, die ich gekauft habe. Und das ist die Farbe Marrakesch, glaube ich. Und das ist so ein Rosa mit blauen, türkisenen Sprengseln. Und das halte ich zusammen mit dem Garn hier, um das Ganze ein bisschen abzuschwächen, damit es nicht zu krass handgefärbt ist. Ihr wisst, was ich meine. Also wenn das zu sehr gespeckelt ist, das mag ich in so ganzen Kleiderstücken nicht. Und deswegen dachte ich halt auch, ja, da passt ein glatt rechts Basic Pullover schon dazu, aber nicht dieser. Ich habe ja auch so ein bisschen meine Probleme mittlerweile mit Kutu Wakikas Anleitungen und das ist auch nicht böse gemeint, ne? Nicht, dass mir jetzt hier wieder jemand Unsympathie unterstellt, weil ich ja irgendwie Designer kritisiere, aber das Problem ist, Kutu Wakika ist toll, ja. Ich mag ja, ihre Darstellung, sie ist ja, glaube ich, auch früher Fotografin gewesen. Sie kann sich präsentieren, sie kann super schöne Fotos machen mit tollen Kulissen und ich mag ihre Designs auch sehr gerne und früher mochte ich sie vor allem sehr gerne. Aber ich glaube, ich bin so, was Techniken und so angeht, so ein bisschen da rausgewachsen, weil ich meine, das ist auch ganz klar, dass man auch so ein Buch zum Beispiel veröffentlicht für Anfänger, dass da einfache Sachen drin sind, ne? Das ist völlig klar und das ist auch in Ordnung. Aber ich habe halt einfach so, mittlerweile gibt es einfach Designer, die ich besser finde. Wisst ihr, was ich meine? Also die einfach mehr Wert drauf legen auf Details und gute Passform. Und es ist leider Kutu Wakika nicht mehr für mich. Und ja, das ist meine ehrliche Meinung. Weiter geht's mit Socken. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich nicht so die Sockenstrickerin bin, aber ich wäre es ja eigentlich sehr gerne. Realistischerweise wird dieses Paar es aber nicht schaffen, fertig zu werden. Und daran ist auch ein bisschen
die Fiona schuld. Liebe Fiona, falls du das jetzt siehst, nicht böse gemeint, aber du hast ganz viele von uns angefixt, die Sunday Socks zu stricken, so auch mich. Und das ist ja auch toll, weil also Sunday Socks von Petit Knit werden auf 3,5er Nadeln gestrickt, zumindest bei mir. Und es ist halt eine DK-Wolle. Und zwar habe ich hier die Drops Fiesta. Das war ja damals, so letztes Jahr, ein recht neues Garn noch. Und das ist aber so ein klassisches, recht kratziges Sockengarn. Und ich wollte da Geschenkesocken stricken. Und das werde ich auch nicht mehr machen. Also ich werde mir einfach auch nicht mehr vornehmen, so Geschenkestricks zu machen. Weil letztendlich, ja, irgendwie macht das mir nie so richtig Spaß. Dann dieses Unterdruckstricken in dem Sinne, aber es ist halt dann auch so, ja, wissen die Leute das überhaupt zu schätzen und so, ihr wisst ja, ne? Und in dem Fall war das so, dass ich dachte, ja, ich mache Sockengeschenke zu Weihnachten und so. Und da habe ich mir ganz viel Drops Fiesta gekauft und ich habe nicht mal diese eine Socke beendet. Also liebe Mama, du hast ja die anderen Fiesta-Garne schon von mir bekommen. Das kriegst du auch noch, wenn du das möchtest. Und das wird auf jeden Fall ausziehen. Das Garn sowieso. Dann habe ich noch eine Socke, die eigentlich sehr schön geworden ist. Das ist noch älter. Es ist so eine Sommersöckchen. Und zwar ist das so ein Bambussockengarn, ich glaube von Nana Grossa. Und das ist so ein Reste-Sockengarn, das ich dann Streifen verarbeitet habe. Vanilla Sock mit verstärkter Käppchenferse. Auch eigentlich sehr schön. Aber ich werde realistischerweise niemals die zweite Socke dazu stricken, weil ich mich dazu einfach nicht motivieren werde können. Und deswegen wird das Teil geribbelt. Beziehungsweise vielleicht strickt sich ja jemand die zweite Socke dazu. Vielleicht finde ich ja jemanden, der das gerne tun möchte. Dann verschenke ich das Garn dazu. Dann haben wir noch ein Sockenprojekt und zwar eins, das jetzt nicht geribbelt wird. Das sind nämlich meine eigenen Socken oder mein eigenes Sockendesign, nämlich die Celestine Socks. Und das ist mit dem kleinen Zöpfchen-Design. Und das habe ich angefangen kurz nach meiner OP und ich habe das einfach nicht geschafft, irgendwie so richtig zu stricken, weil ich so Schmerzen hatte und dann ist das liegen geblieben. Und sobald bei mir halt etwas mal liegen bleibt, dann aus dem Augen, aus dem Sinn. Und das ist halt aus meiner eigenen Färbung, Fliedertraum und meiner feinen Softsock-Qualität. Das ist ja wunderbares weiches Sockengarn mit 85% Merino, 15% Nylon und ein sehr hochwertiges Sockengarn. Und das ich auch wunderbar für Kleidung verwende, weil es so schön weich ist, dass man es auch am Hals tragen möchte. Also eine wunderbare Qualität. Und die gibt es ja schon in meinem Shop, auch wenn ich erst 2 Farben drin habe. Eine davon noch ausverkauft, aber grundsätzlich möchte ich dieses Garn eigentlich auch weiterhin anbieten und vielleicht auch mal spezielle Sockenfärbungen mal schauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist ein tolles Garn und möchte ich immer eigentlich auf Vorrat haben, um auch was draus stricken zu können. Und deswegen, der Plan ist, dieses eine Sockenprojekt nicht zu ribbeln. Ein Projekt bleibt bestehen und dieses habe ich geplant, weiter zu stricken. Dann geht es weiter mit einem Projekt, das mir wirklich Bauchschmerzen bereitet und es ist auch schon Asbach uralt. Und zwar ist das der Lanax-Sweater für meinen Freund. Den habe ich ihm zum Geburtstag geschenkt. Nein, ist nicht richtig. Das Garn habe ich ihm zum Geburtstag geschenkt von vor, also ist jetzt 1,5 Jahre her. Und in der Zeit ist es ein UFO geworden, weil ja, er hat sich den ausgesucht. Das ist ein Patentpullover mit hier so einem Zipper drin und das ist halt so eine Kombination aus Knitting for Olive, schwarzen Garn und so einem Anthrazit. Und schwarze Wolle stricken, ja, ist eine Sache, aber das andere ist Patent. Ich hasse einfach Patentstricken. Ich mache das nicht mal für mich, weil ich habe zum Beispiel diesen, wie heißt der Cardigan von Petit Knit? Dieser Patent-Cardigan.
Ihr wisst, welchen ich meine, ganz bekannt. Den hätte ich mir gerne gestrickt, aber das werde ich wahrscheinlich niemals tun, weil Patentstricken ist ja sowas von anstrengend und macht mir einfach keinen Spaß. Du strickst ja im Prinzip 2 Pullover, weil Patent ist ja immer, du strickst ja im Prinzip doppelt so viele Maschen. Das heißt, eigentlich kannst du in der Zeit 2 Pullover stricken und das ist so, geht so wenig voran. Und dann ist es noch ein Männerpullover, das heißt, ich muss da ja auch immer noch viel mehr stricken. Und ich habe versucht, ihm Alternativen zu zeigen. Habe gesagt, hey, guck mal, wie wär's denn mit diesem Pullover? Ist der nicht auch schön? Den könnte ich dir stattdessen stricken. Der so immer so, nee, eigentlich, er will diesen. Er mag diese Patentoptik irgendwie. Und dann hat er gerade gesagt so, ja, ich kann mir auch einfach einen Pullover kaufen. Und dann habe ich nur gesagt, nee, ist okay, dann mache ich ihn fertig. Aber ihr seht ja, wie das funktioniert. Das läuft nicht. Ich kann mich einfach nicht motivieren. Und das Ding ist, Stricken, ich habe es euch ja schon gesagt, Stricken ist mein Ventil. Stricken ist das, was mich bei Laune hält. Und dieser Pullover wird mich wahrscheinlich in eine Depression führen. Also ungelogen, der wird mich wahrscheinlich komplett aus meinem Strickmojo rausnehmen und alles kaputt machen. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich den fertig stricken werde, aber was ich halt geplant habe, ich denke, ich werde den ribbeln, dann werde ich die Wolle verkaufen und ich werde für dieses Geld ihm dann irgendwas Schönes kaufen, sozusagen als Wiedergutmachung, als richtiges Geburtstagsgeschenk von vor 1,5 Jahren. Also ich glaube, damit sind wir beide besser bedient und ja, ich weiß auch nicht, ob nachher, wenn er den nicht richtig trägt, weil er vielleicht, ich weiß nicht, an irgendeiner Stelle nicht richtig passt, dann habe ich da so viel Arbeit reingesteckt und nee, das sehe ich irgendwie nicht so richtig. Deswegen, ich glaube, dass der Geschichte ist und er wird es mir hoffentlich verzeihen. Und ich habe damit, bin offiziell die schlechteste Freundin, zumindest was Stricken angeht. So, dann, Moment, wir machen weiter mit diesem Projekt. Das sollte mal ein Birds of a Feather werden. Ich glaube, der ist von Andrea Mori, oder? Ich weiß gerade gar nicht genau. Ich habe schon ein Birds of a Feather Tuch, das ich sehr liebe und wollte deswegen auch einen zweiten stricken in einem Kall, den Nana mal gemacht hat letztes Jahr. Und ich hatte eben noch diesen Einstrang von diesem grauen Suri-Garn hier und dachte, ich hole mir da was dazu, weil das halt irgendwie passend ist. Und das Garn passt da auch zu. Das ist von Schwedenrot. Das habe ich in Kassel letztes Jahr, glaube ich, gekauft. Und das passt theoretisch auch sehr gut dazu. Das ist so grau mit bunten Neonsprengseln drin. Ich glaube, Sunset heißt das irgendwie, Sunset Avenue. Und dann so ein Stellina-Faden, den ich noch als Rest habe. Das wollte ich dazu halten. Aber das Problem ist, dass mir die Farbkombi nicht gefällt. Also ich sehe das hier einfach nicht als Schal. Da muss ich irgendwas anderes draus machen. Ein T-Shirt, ich glaube, ich mache da ein T-Shirt draus irgendwie. Ein T-Shirt. Ich mag es ja nicht immer so. Also ich mag komplette Strickstücke nicht aus so hart unruhigen, handgefärbten Garn. Bei mir gibt es ja auch eigentlich bisher zumindest nur Semi-Solid-Farben, weil ich nicht so der Typ bin, der da zu bunt wird. Aber das geht vielleicht noch. Vielleicht auch mit einem Flausch zusammengehalten. Irgendwie so. Ich habe aber nur 2 Stränge, das heißt, es wäre eher ein T-Shirt. Für einen Pullover wäre das zu wenig. Da muss ich dann noch mal gucken, aber das ist ein Problem von der Zukunftsmarie, denn das ist dann für meinen Stash-Abbau, der auch irgendwann kommen wird, demnächst dann ein Thema. Dann noch ein Projekt, das ihr noch nie gesehen habt und auch jetzt das letzte Mal sehen werdet, denn das werde ich auch ribbeln. Das ist auch schon 2 Jahre alt, oder? Ich weiß gar nicht, ja. Und zwar meine Antwort auf mein Lili Camisole als Top. An sich auch schön. Im Prinzip hinten hoch geschlossen und ein V-Ausschnitt und dann als Top. An sich auch sehr schön, weil bei
vielen war das ja so, dass bei dem Lilly-Camisole, denen das hier zu freizügig war und die das nicht tragen wollten. Aber irgendwie habe ich das dann doch nicht so richtig gesehen. Und ich glaube, ich möchte gerne noch einen Lilly-Top machen oder ein Lilly-T-Shirt oder was auch immer. Also mit diesem Schmetterlingsmuster, was hier drin ist. Und ich finde das auch weiterhin sehr schön, das Muster. Da werde ich definitiv noch mal was machen in der Zukunft. Aber dieses wird es nicht sein, weil das fühle ich nicht so richtig. Und das ist übrigens 100% Maulbeerseide von Susslerit in ungefärbt. Und es ist auch zu schade, dass es hier ewig dann hier so rumliegt. Das ist zu schade dafür. Deswegen, das wird auch geribbelt. Ein weiteres Design von mir, das ihr noch nicht gesehen habt und auch jetzt das letzte Mal sehen werdet, aber eins, das etwas neuer ist. Und zwar ist das ein Sevela Tee. Und das sieht so aus. Das ist auch mal eine ganz andere Konstruktion. Da habe ich mich von Nana inspirieren lassen. Und zwar ist das im Prinzip das Rückteil. Naja, das Rückteil habe ich ein bisschen anders gestrickt als bei ihrem Design. Das habe ich nämlich mit Zunahmen gemacht, so eine Schräge. Und im Prinzip hat man dann Vorder- und Rückteil. Und dann verbindet man Vorder- und Rückteil hier vorne miteinander, indem man das mit einem Maschenstich verbindet. Und dann hat man hier im Prinzip Ärmel. Also so werden die gebildet. Und ich blende euch auch mal ein Bild ein, weil das sah eigentlich auch ganz gut aus. Aber ich fühle es halt nicht. Ich habe mich für komplett Lace entschieden und das bereue ich, weil das ist mir zu viel. Das ist mir zu altmodisch, das ist mir nicht modern genug, das Design. Deswegen wird das geribbelt. Und das ist die Silke Merino in der Farbe Kirschblüte. Habt ihr jetzt ja auch schon öfter gesehen und das ist viel zu schade. Und das wird dann geribbelt. Kommen wir zu einem Pullover, den ich auf jeden Fall fertig stricken werde. Und das ist halt auch für demnächst geplant. Ich habe den im Frühjahr angefangen und da wurde es zu warm und da habe ich den nicht mehr fertig geschafft. Das ist der Cirrus-Sweater von Marika Knit und den finde ich sehr schön. Da fehlen mir nur noch die Ärmel und an den Ärmeln, da kommt so ein Schlitz hin. Und ich liebe ja Marika Knits Anleitungen. Ich finde die super durchdacht und da merkt man einfach, ja, dass da eine Person dran sitzt, die Wert auf Details legt und auf eine gute Passform. Und da bin ich immer für zu haben und ich liebe solche Designer. Da habe ich richtig Spaß dran, einfach solche Anleitungen nachzustricken. Und das ist auch aus meiner eigenen Wolle und zwar ist das die Softsock wieder. Ich habe ja gesagt, dass man die wunderbar als Kleidung tragen kann. Die Softsock und Suri mit Kaschmir dazu. Beides in der Farbe Frühlingsbutter und das gibt es so nicht zu kaufen aktuell. Die Qualität habe ich noch gar nicht im Shop. Möchte ich gerne einfach, weil die so toll ist. Ich kann halt nicht jede Qualität aufnehmen, ne, weil ich mache ja weiterhin keine Auftragsfärbungen. Aber die würde ich gerne irgendwie im Sortiment haben, auch einfach, damit ich immer Zugriff drauf habe. Die wird irgendwann bestimmt mal kommen. Und erstmal kommt ja jetzt bald eine andere Qualität, eine Merino-Wolle, die ganz toll ist. Und das ist hier halt das Fine Soft Sock. Und im Prinzip ist das ja auch Merino, halt aber mit ein bisschen Nylon und kann man super als Kleidung tragen. Und es gibt ein tolles Maschenbild. Lege ich mal dahin. Ihr seht ja, es ist ein Flauschtraum und es ist so schön weich. Das ist wirklich, wenn man empfindlich ist, das fühlt sich an wie Kaschmir im Prinzip. Es ist natürlich was ein bisschen anders, weil es weicher ist durch den Flausch. Nochmal, aber ich kann das genauso gut tragen wie Kaschmir. Ich kann das sogar manchmal besser vertragen als Kaschmir, weil nicht jede Kaschmirwolle ist nämlich super, super weich. Deswegen, das ist ja ein tolles Garn. Und ich bin froh, dass ich diese Garnkombination habe und auch selber färben kann. So, dann kommen wir zu einem Pullover von Colibri bei Johanna. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ach Mensch, warum weiß ich das denn nicht mehr? Ich blende es ein. Auf jeden Fall ist der schon zweimal zum UFO geworden und ich habe im Prinzip nur das Rückenteil und vorne ein bisschen was.
Und den möchte ich aber auf jeden Fall fertig stricken. Das ist die falsche Seite. Nee. Bin ich jetzt blöd? Das war die richtige Seite. So. Sieht man gar nicht so gut. Und ist halt noch nicht geblockt, deswegen sieht das auch noch nicht so toll aus. Aber das ist im Prinzip ein All-Over-Lace-Pullover, Drop-Shoulder. Shaping ist da jetzt auch nicht so richtig dabei, ne? Aber ist ja klar, weil es halt Lace ist und macht auch nichts, weil es sehr boxy geschnitten ist, oversized. Und das wird gut, denke ich. Und das stricke ich aus einem Garn, das halt total fließend ist und deswegen total schön fallen wird, auch zum Drüberziehen schön fallen wird. Und das ist nämlich ein 100% Maulbeerseide von Syslerit in der Farbe Miss Americana. Wunderbares Garn, habe ich schon lange im Stash, auch schon Jahre. Und dazu halte ich Cardiff Prime Kaschmir mit Seide. Und das ist natürlich ein Träumchen, Luxusträumchen. Ich liebe es. Und die Kombination ist schon noch mal was anderes als diese hier, ne? Ist noch mal weicher. Also das auf jeden Fall. Das ist noch mal eine Stufe krasser, aber auch noch mal eine Stufe teurer, ne? Also braucht man uns nichts vormachen. So, dann habe ich noch ein UFO. Oi, oi, oi. Und zwar ein Projekt. Das fällt auch auseinander. Na toll. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich muss es unbedingt fertig machen. Das wird natürlich nicht geribbelt, weil das ist mein Angel Cardigan. Mein Design von vor, keine Ahnung, auch jetzt 1,5 Jahren schon. Und das habe ich gestrickt aus Filcolana Merci. Das ist Baumwolle mit Merino. Und es ist im Prinzip auch ein Cardigan, auch für gut für Übergangszeit geeignet, aber auch für den Winter ist der wärmend genug. Und da fehlt mir nur noch die Knopfleiste. Und wie ihr seht, die ist bis hier gestrickt. Und ich versuche ständig, das wieder vom UFO-Status in den WIP-Status zu bringen, indem ich die Knopfleiste immer so ein paar Zentimeter weiter stricke und dann wird es doch wieder ein UFO. Und ja, das wird auf jeden Fall fertig gemacht. Ich meine, das wäre ja Blödsinn, das zu ribbeln. Also das macht gar keinen Sinn und es ist ja auch ein schönes Teil. Das Problem ist, warum die Motivation nicht da war, das weiter zu stricken, ist, dass mir die Farbe nicht gefällt. Ich dachte immer so, ja, du brauchst ja auch ein paar Basic-Töne und so. Und ich glaube, das ist die Farbe Cashew. Aber das ist einfach nicht meine Farbe. Ihr seht ja, das macht nichts für mich. Und ich dachte halt, ja gut, als Cardigan, da braucht man ja so einen neutralen Ton, ja. Und als Cardigan, wenn ich irgendwie was Farbiges drunter habe, wird das vielleicht auch funktionieren. Aber das ist halt der Grund, warum ich die Motivation nicht habe, den zu stricken, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die Farbe danach auch tragen werde. Aber ich werde den auf jeden Fall fertig machen. Und wenn er dann nur im Haus getragen wird, dann wird er halt nur im Haus getragen. Aber zumindest ist er dann fertig und in Benutzung. Dann habe ich ein Projekt, das eigentlich auch kein UFO ist, sondern ein WIP, aber ich zeige euch heute ja alles. Und zwar ist das jetzt nochmal ein Silent Lines Top. Und in der Farbe Fliedertraum. Das ist ja der gleiche Farbton wie von der Socke. Und interessanterweise sieht der von der Socke ein bisschen dunkler aus, weil er halt den Glanz nicht hat. Und bei der Silky Merino hier ist der Glanz vorhanden und dadurch sieht das ein bisschen heller aus, vor allem auch in der Kamera. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, ob ich das jetzt ribbeln soll oder weitermachen soll, weil ich werde wahrscheinlich Sommerstrick jetzt nicht mehr so viel machen. Da bin ich mir jetzt gerade noch unschlüssig, ob ich das jetzt fertig stricke. Da müsste ich mich halt zwingen, den Rumpf zu stricken. Und es ist halt eine Maschenprobe von 27. Das strickt sich halt auch nicht mal so in 2 Stunden. Das ist halt einfach so, aber es ist halt auch nicht mehr so viel. Und ja, steht noch auf der Kippe aktuell. Ja, man kann es halt auch gut für den Herbst gebrauchen. Kann ja das auch gut im Herbst tragen, aber ich habe jetzt halt 3 Silent Lines Top
Tops und ich hätte eigentlich gerne in jeder Farbe eins, aber realistisch gesehen weiß ich es nicht. Also das ist ein Vielleicht-Projekt. Es wird sich in der nächsten Woche, glaube ich, zeigen, ob das geribbelt wird oder nicht, weil ich bin gerade einfach rigoros dabei. Dinge, die ich nicht fühle, die werde ich wahrscheinlich auch weiterhin nicht fühlen. So, dann haben wir ein Projekt. Das ist im Prinzip auch noch VIP-Status. Es würde es noch nicht als UFO zählen. Und das ist das Pure Shores Tea von meiner lieben YouTube-Kollegin Simone. Liebe Grüße an dich. Und das ist ein super schönes Basic Tea und hat hinten diese Zöpfe. Und ansonsten ist es ganz schlicht und boxy geschnitten. Und auch das möchte ich gerne weiter stricken, aber es ist trotzdem ein Vielleicht-Kandidat, weil ich würde es gerne stricken, aber ich muss meine Projekte auf ein Minimum reduzieren. Ich muss die Chance haben, diese Dinge auch abzuarbeiten und sie nicht immer weiter mitzutragen, weil realistisch gesehen wird auch in Zukunft werden Projekte zu UFOs werden. Ich muss also mal irgendwie auf einen Nullwert kommen, um überhaupt da mal wieder die Chance zu haben, irgendwie auch zu sagen, okay, vielleicht bleibt das erstmal liegen. Ne? Das heißt, es wird sich jetzt zeigen in den nächsten Wochen, ob dieses Teil fertig wird. Ich möchte es gerne fertig stricken, weil ich auch denke, dass es ein gutes Basic-Teil ist, wofür ich gut Verwendung haben werde. Und das stricke ich aus meiner Silky Merino, aber in einem ungefärbten Garn. Gibt es übrigens auch noch im Shop. Ist auch 10 Euro günstiger. Falls ihr diese Qualität mal testen wollt, könnt ihr euch dieses ungefärbte Garn auch mal bei mir bestellen. Und dann könnt ihr die Qualität günstig testen. So, das kommt jetzt wohin? Ich muss das gleich aufräumen und sehen, was ich weitermache. Dann, oh mein Gott, es hört irgendwie nicht auf, ne? Ein Projekt, das ich erst vor kurzem angeschlagen habe. Und zwar ist das der Aurea Sweater. Und da werde ich im nächsten Strick-Podcast ein bisschen was zu sagen. Aber letztendlich ist es so, dass mich die Julia angefixt hat. Liebe Grüße, Julia. Ehemals Sache mit Haken. Heute heißt sie Lorelei Strickt auf Instagram und auch auf YouTube. Und wir sind im Kontakt. Und sie hat ein Stash-Video gemacht und da hat sie auch die Lana Grossa Dodici gehabt. Und ich habe die Dodici letztes Jahr im Ausverkauf gekauft. Die wird ja aus dem Sortiment gehen und es gibt nur noch Restposten jetzt. Und die ist halt dann sehr günstig angeboten worden. Ich glaube, die ist immer noch günstig angeboten zum Teil, weil es sind immer noch die Restposten. Und da gab es halt diesen lila Ton und einen Blauton. Und ich habe mir von beiden Farben 10 Knäule geholt. Ohne zu wissen, was ich damit mache, weil war ja Ausverkauf. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was machst denn du da? Hast du noch mehr Ideen aus der Dodici? Weil ich habe die auch noch im Stash. Und dann hat sie diesen Pullover rumgeschickt. Und die Nana ist auch in dem Chat dabei und hat dann auch gesagt, oh, der ist ja ganz schön. Und dann habe ich gesagt, ja, da wäre ich auch dabei. Und die Julia hat dann direkt gesagt, okay, wir stricken den jetzt. Und dann dachte ich, oh shit, ja, okay, dann schlage ich den jetzt auch an. Wer mich kennt, weiß, ich mag Raglan nicht so gerne. Und in dieser Anleitung sind keine Short Rows drin. Das heißt, die habe ich mir selbst hier eingebaut. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob ich das mag. Und ich bin mir nicht so sicher, ob ich Lust habe, das weiter zu stricken, weil ich, wie gesagt, ja nicht so der Raglan-Fan bin. Und das Design, das hat mich ehrlich gesagt auch nicht zu 100% überzeugt. Ich habe mich einfach mitreißen lassen. Wisst ihr, manchmal ist man in so einer Stimmung und das war halt bei mir so, ich habe halt so eine halbe Strickflaute gehabt. Eben dadurch, dass ich so wenig Energie habe zum Stricken und das Gefühl hatte, ich komme nicht voran und so. Und dann war das irgendwie so, ja, wir machen was Neues, wir starten jetzt was, Motivation. Und jetzt habe ich zur Runde geschlossen und jetzt ist die Motivation weg. Das heißt, das ist ein vielleicht Projekt. Es wird sich jetzt entscheiden. Ich weiß noch nicht, ob ich es weitermachen werde oder nicht. Ich werde es mal auf dem Band ziehen, in Ruhe mal anprobieren, vielleicht auch mal zwischenblocken. Und dann sehen wir,
ob das weiter gestrickt wird oder nicht. Und wir werden auch sehen, wenn ich es nämlich ribbel, ob ich das Garn behalten werde oder ob ich es irgendwie weitergeben werde. Weil ich werde auch meinen Stash minimieren und ausmisten, weil ich habe da auch zu viel. Und wie gesagt, also solche Ausverkäufe darf man einfach nicht mitmachen, ganz ehrlich, weil das Ding ist, das gab es halt nur noch in ein paar Farben. Und ich finde die Farbe an sich ja schön. Ich habe die sogar schon mal verstrickt, habe ich so einen kleinen Schal draus gemacht. Aber als Klamotte weiß ich gar nicht, ob mir das nicht zu heftig ist. Wisst ihr, was ich meine? Also es passt schon, weil es ist ja ein Sommerpullover. Es passt dann eigentlich schon. Also es ist, wie gesagt, auf der Kippe. Es wird sich zeigen. Und das hängt auch davon ab, wie viele Projekte jetzt dann am Schluss übrig sind und wie viele ich realistisch davon fertig stricken werde. Das Ziel ist jetzt nicht, alle Projekte innerhalb von jetzt einem Monat fertig zu stricken. Ne? Realistisch gesehen werde ich zum Beispiel diesen Patentschal hier, falls ich den dann weiter stricke, nicht jetzt im September stricken, weil das ist ein Winterschal. Den werde ich dann im Winter stricken. Aber es geht halt darum, die Projekte realistisch gesehen zu behalten oder eben nicht zu behalten. So, jetzt, was fehlt denn jetzt noch? Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein. Ich habe nämlich noch ein weiteres Projekt angefangen, das ich auf jeden Fall fertig stricken werde, weil es ein Teststrick ist. Das werde ich euch aber nicht jetzt zeigen, sondern im nächsten Podcast, der hoffentlich schon nächste Woche kommt, weil ich ja Urlaub habe. Und ich habe an einem UFO weitergestrickt, da bin ich schon ganz stolz drauf. Und zwar ist das hier der Polly Sweater in einfarbig. Und da habe ich in den letzten Tagen fleißig dran gestrickt und ich freue mich sehr, weil das ist nämlich ein Pullover, den ich sicherlich auch häufig tragen werde. Der wird gestrickt aus der Summer Softness von Lana Grossa und das ist eben eine Kombination aus 80% Baumwolle und 20% Merino. Und dadurch ist das ist im Prinzip ein Sommerschlauchgarn. Dieser Schlauch, das ist im Prinzip die Baumwolle, da ist so ein bisschen Merino durchgeblasen. Und das ist halt auch in der Farbe, ich weiß gar nicht, das ist der Rosaton Farbe 10, finde ich toll. Und dann mein Polly-Sweater ist ja eigentlich mit Streifen, aber ich wollte ihn sowieso unbedingt einfarbig haben, weil er dann auch ganz anders wirkt. Und den hatte ich eben angeschlagen. Wann war das? Wann habe ich den veröffentlicht? Irgendwie, ich weiß es nicht mehr, aber es liegt schon eine ganze Weile rum. Und ich hatte bis immer nur die Zunahmen gehabt. Und jetzt in den letzten 3 Tagen oder 2 Tagen sogar, habe ich den kompletten Rumpf fast schon gestrickt, weil das wird also ich stricke das auf 5,5 mm, Maschenprobe 16 Maschen. Das strickt sich halt so schnell runter und das ist total befriedigend und ich brauche gerade so befriedigende Sachen. Ja, also den werdet ihr im nächsten Podcast auf jeden Fall sehen. Vielleicht ist er dann schon fertig. Puh, ich bin ganz schön erschöpft, muss ich sagen. Wow, das war viel. Wenn ich richtig gezählt hatte, dann müssten das jetzt 21, 22 Projekte gewesen sein, irgendwie sowas. Und ich fühle mich ganz schön erschlagen, aber auch irgendwie jetzt schon ein bisschen befreit, weil eben da jetzt ein paar Sachen gehen werden. Und ich werde jetzt im Anschluss direkt einen Haufen machen mit den Projekten, die gerippelt werden. Ich werde sie jetzt nicht sofort alle rippeln, sondern so nach und nach, weil sonst, nee, da habe ich keine Lust drauf. Aber es soll ja auch fruchten, dieses Projekt, das ich ja jetzt angehe, also dieses Projekt UFOs abbauen. Deswegen wird es ein Folgevideo geben. Dieses Video war jetzt ja sehr lang und ich hoffe, ihr habt auch durchgehalten bis zum Ende und begleitet mich weiter auf der Reise. Das soll es natürlich jetzt nicht gewesen sein. Ich werde jetzt den Abbau der UFOs wirklich priorisieren. Das bedeutet nicht, dass ich keine anderen Sachen anschlagen werde. Ich werde ja jetzt ein neues Design entwickeln. Es wird entweder ein
Silent Lines Pullover oder auch erst ein Cardigan. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was zuerst kommen wird, je nachdem, wie ich lustig bin. Aber es werden neue Designs natürlich von mir folgen. Und ich werde auch weiterhin natürlich Designs von anderen Designern stricken, weil da habe ich auch natürlich Spaß dran. Aber es wird auf jeden Fall jetzt ein Fokus hier auf diesen Projekten liegen, die jetzt hier noch drin sind. Und ich werde jetzt nämlich mir einen Plan machen, wie ich diese Projekte angehe. Mein Polly-Sweater wird als erstes fertig und dann werde ich nach und nach hier diese Projekte abarbeiten. Und es wird auf jeden Fall ein Teil 2 geben, in dem ich euch ein Update geben werde. Und ich weiß noch nicht genau wann, aber vielleicht in 1 bis 2 Monaten gucken wir nochmal, was ich denn wirklich fertig gemacht habe. Und dann hoffentlich bin ich dann nicht auf 0, aber auf vielleicht nur noch 3 UFOs. Das wäre super, oder? Noch ein bisschen mehr Werbung in eigener Sache. Und zwar trage ich alle meine Projekte in meinem Strickjournal ein, das ich ja selbst gestaltet habe und verkaufe. Und so sehen meine Projektseiten zum Beispiel aus. Und ich werde natürlich auch meine UFOs hier drin jetzt dann pflegen. Und hier ist zum Beispiel der Birds of a Feather drin. Den habe ich schon als geribbelt markiert. Ich werde das hier drin pflegen, um eine Übersicht einfach über meine Projekte auch zu behalten. Und deswegen auch Werbung in eigener Sache, weil dieses Strickjournal ist gerade reduziert erhältlich. Und zwar die beige Variante. Da habe ich nämlich hier eine Kiste mit ungefähr noch 30 bis 40 Exemplaren. Ich möchte mein Zimmer hier so ein bisschen ordentlicher machen und deswegen möchte ich, dass diese Kiste hier wegkommt. Und von daher biete ich gerade 25% Rabatt auf das Strickjournal an und zwar so lange, bis diese Kiste hier leer ist. Das heißt, falls ihr Interesse habt an einem Strickjournal, ihr könnt es jetzt vergünstigt erhalten und vielleicht wird es ja auch für euch Zeit, eure Projekte mal richtig zu tracken und euch einen Plan zu machen, denn hier gibt es auch Planungsseiten, wo man sein Garn eintragen kann, wie ich das hier gemacht habe. Da kann man das war ein Sticker, da kann man seinen Stash eintragen und dann direkt reinschreiben, was man daraus stricken möchte. Und ich blätter da immer mal wieder durch, wenn ich zum Beispiel auch ein neues Projekt anfangen möchte und gucken möchte, was habe ich denn im Stash, dann blätter ich hier einmal durch und habe hier die ganzen Garne aufgelistet. Und mir persönlich hilft das enorm und ich finde es auch einfach schön, irgendwie was Analoges zu haben und die Fotos von meinen Projekten hier drin zu haben. Also schaut mal vorbei und nur solange der Vorrat reicht. Also vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Es war auch für mich anstrengend. Wie sieht es bei euch aus? Wie viele UFOs habt ihr? Zählt mal durch. Zählt wirklich mal durch. Oder ist es euch egal? Kann ja auch sein. Nicht jeden von euch wird es stressen. Mich stresst es jetzt halt, deswegen werde ich es angehen. Und ich weiß, es gibt viele andere von euch, die es auch stresst, dass sie ihre Sachen nicht fertig kriegen. Liebe Nana, ich meine Nana von Nanas Knits and Threads. Ich denke, viele von euch kennen sie. Wenn nicht, schaut mal bei ihr vorbei. Sie und ich sind ja im Austausch und sie hat mir den letzten Arschtritt gegeben, meine UFOs endlich zu ribbeln, weil ich sage ständig zu ihr, oh, ich habe das noch und ich habe das noch und ich krieg's einfach nicht fertig und es nervt mich und so. Und dann hat sie auch gesagt, Marie, dann ribbel doch einfach. Und ich so, ja, aber, und sie so, was soll denn passieren? Befreie dich doch einfach. Und sag so, ja, Mut zum Ribbeln. Und hiermit, liebe Nana, du bist dran. Ich freue mich auf ein Video von dir, wie du uns deinen UFO-Abbau präsentierst. Und schreib mir bitte einen Kommentar, wie das bei euch so aussieht mit UFOs und WIPs. Es gibt natürlich immer monogame Stricker unter euch, aber ich glaube, die meisten haben doch ein paar UFOs, oder? Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und wünsche euch was. Wir sehen uns bald wieder in einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin.